Hey Ulf, das war Ibiza 2022. Glitterbox-Party im High und Flower Power im Pascha. Das ist schon ewig her. Das war nur ein Traum? Oh ja, das liegt schon über ein Jahr zurück. Es ist Frühjahr und in Deutschland nur Regen, Regen und nochmal Regen. Und miesepetrige Stimmung. Zeit, dass sich etwas ändert. Denn es ist Mai und das heißt Season Opening oder Saisoneröffnung auf meiner Lieblingsinsel, Ibiza. Die Bars und Clubs erwachen aus ihrem Winterschlaf. Die Saison startet und Tausende von Besuchern fliegen wieder ein. Hungrig nach Sommer, Sonne, Strand und viel guter Musik. So heißt es zumindest weitläufig. Aber ist das Season Opening auf Ibiza tatsächlich so grandios, wie viele behaupten? Ich selbst war noch nie dabei, wenn es jedes Jahr Anfang Mai wieder losgeht. Da ist es Zeit, dass sich etwas ändert. Also, Brille runter, Sonnenbrille auf, den richtigen Hut gegen die Sonne. Und auf geht's nach Ibiza. Heute bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis. Willkommen! Halleluja, es war ein wirklich langer Tag und endlich bin ich auf Ibiza angekommen. Ich glaube, ich hätte jetzt eigentlich ein Bier, einen Wein oder einen Cocktail verdient, aber irgendwie ist die Stimmung nicht so danach. Ich zeige euch mal, wie der Tag heute so verlaufen ist. Die Anreise war dann doch, trotz Flugzeug, etwas strapaziöser als angenommen. Rückblick. So, 6 Uhr. Kurz vor 7, es geht los. Ja, die Reise nach Ibiza führte mich als erstes zum Münchner Hauptbahnhof. Denn wie bereits im letzten Video erzählt, hat es mit dem lang geplanten Roadtrip nicht geklappt und Flüge ab München waren viel zu teuer. Also hatte ich einen günstigeren Flug ab Stuttgart gebucht. Die Zugfahrt dorthin verlief überraschend problemlos. Allein der Weg vom Bahnhof zum Flughafen war etwas komplizierter. Stuttgart 21 lässt grüßen. Was ich nicht bedacht hatte, an diesem Samstag fand die Krönung von König Charles in London statt. Und deshalb war die Sicherheitskontrolle offenbar besonders genau. Mein Pech, als YouTube-Youngster hatte ich enorm viel Filmequipment im Gepäck. Mit der Folge, dass ich alle Geräte auspacken und insgesamt 5 Schubladen durch das Kontrollgerät schieben musste. Gott, das war schweißtreibend. Und ein Minischraubenzieher blieb dabei auf der Strecke. Meine Schuld. Was nehme ich auch so gefährliche Waffen mit? Hey, wir sind gelandet. Wir sind auf Ibiza. Yes, Ibiza Airport, der wohl einzige Flughafen auf Erden, an dem ein DJ die Gäste begrüßt, Danceclubs wie das Ushuaia oder das Pascha einen Shop betreiben und Star-DJs am Gepäckband für einen Besuch im Nightclub werben. Aber schon nach ein paar Minuten fällt der Koffer vom Band, man schiebt sich durch die Massen zum Ausgang und steht auf einmal zwischen Palmen im Sonnenschein von Ibiza. Zeit für ein erstes Fazit. So, wir sind endlich angekommen. Die Sonne brutzelt ziemlich. In Stuttgart das war nicht so easy, weil die Sicherheitsvorkehrungen wegen der Krönung waren extrem. Ich glaube, mein gesamtes Handgepäck wurde auseinandergenommen. Ich musste jedes einzelne Gerät in eine einzelne Wanne legen. Ich habe 5 Wannen gebraucht. Liegt wohl alles an der Krönung in London. Nun gut, jetzt geht's zum Meeting Point und holen wir einen Leihwagen. Ja, das mit dem Leihwagen zog sich noch eine Weile hin. Denn anders als in der Hauptsaison sind derzeit noch nicht so viele Shuttles unterwegs, die einen vom Flughafen zur Mietwagenniederlassung bringen. Aber egal. Wagen schnell gecheckt, einige kleinere Schäden per Video festgehalten und ab ins Parco Ibiza nach San Antonio. Und dort gleich mal einen Cocktail am Pool genossen. Das Parco Ibiza ist ein Glamping-Park, also ein Mix aus Glamour und Camping. So etwas existiert bereits an vielen Orten der Welt. Auf Ibiza ist es dagegen etwas Neues. Das Parco hat erst im vergangenen Jahr auf dem Gelände des alten Campingplatzes von San Antonio aufgemacht. Das Charmante, der Park liegt nur wenige Minuten Fußweg von San Antonios Partymeile und Clubs wie dem Eden entfernt. Und dennoch ist es ein Hort der Ruhe und Entspannung. Campingwagen oder Wurfzettel sucht man hier vergebens. Stattdessen haben die Gäste die Wahl zwischen kleinen Cabanas, Familienzelten und eher luxuriösen Tiny Houses. Das alles hat etwas sehr Ursprüngliches. Ein Hauch von Ibizas Hippie-Kultur umweht das Parco, selbst wenn man einen Cocktail am Pool genießt. Daher meine Empfehlung, insbesondere auch für Familien, wenn man mal jenseits der üblichen Hotelburgen nächtigen will. Was ist zur Saisoneröffnung auf Ibiza los? Was kann man erleben? Diese Frage hatte mich auf die Insel getrieben. Also erkundete ich an diesem ersten Abend den Sunset Strip von San Antonio, bekannt für seine traumhaften Sonnenuntergänge und den chilligen Balearic Sound, wie man ihn im Café Del Mar oder auch nebenan im Café Mambo auflegt.
Das Örtchen im Norden gilt neben der Altstadt von Ibiza und der Partymeile Playa de Bossa als drittes Epizentrum für alle Partygänger, insbesondere bei vielen britischen Gästen. An diesem Abend war allerdings eher wenig los. Man merkte, dass die Saison noch nicht vollends angelaufen war. Die Zahl der Spaziergänger am Sunset Strip war überschaubar. So einige Bars hatten noch nicht geöffnet und etliche Stühle blieben unbesetzt. Das ist im Hochsommer dann doch ganz anders. Heute Abend bin ich in San Antonio unterwegs und es ist doch nicht so voll, wie ich mir das vorgestellt hatte. Viele Läden haben noch geschlossen. Es ist noch nicht Hochsommer. Aber halten wir doch mal fest. Also nur weil es heute noch nicht so richtig voll ist, muss es ja nicht schlecht sein einmal. Wäre ich heute mit jemandem hier unterwegs, würde mein Fazit sicherlich viel positiver ausfallen. Wenn man zu zweit oder zu dritt hier unterwegs wäre, würde das bestimmt ganz unterhaltsam sein, weil die Läden sind nicht so voll, man bekommt überall einen Drink und kann, glaube ich, durchaus Spaß haben. Dann also zurück in die Stadt, ins berüchtigte West End, das zugegeben voll in der Hand partyaerprobter Briten ist. Hier muss doch wohl etwas los sein, oder? Okay, vielleicht muss ich mir einfach mal die etwas krasseren Gegner auch antun. Ich glaube, da hinten ist es auf jeden Fall krass. Da soll ich jetzt mal vorbeischauen und mal gucken, wie das so ist. Reden kann man viel, man muss es sich selbst angucken. Ja, hier war so einiges los. Längst nicht so viel wie im Hochsommer bei hohen Temperaturen. Aber es konnte etliche Briten nicht davon abhalten, in Shorts und kurzen Röckchen die Nacht zu genießen. Ich selbst hatte für heute genug. Der Tag war lang gewesen. Und am nächsten Tag wartete ja noch die Glitterbox Opening Party auf mich. Wie es auf Ibiza weitergeht, erfahrt ihr in Kürze im nächsten Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch gern meinen Kanal. Ganz einfach, indem ihr zum Beispiel hier unten rechts die Abo-Taste drückt. Hinterlasst auch gern ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde mich freuen und meinem Kanal sehr helfen. Bleibt die Frage des Tages. Zieht es euch ebenfalls nach Ibiza oder lieber nach Mallorca? Und warum? Ich freue mich auf eure Kommentare hier unter dem Video in der Kommentarleiste. In diesem Sinne, bis demnächst bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis.